Hallo und herzlich willkommen zu einer gemeinsamen Stickzeit auf meinem Kanal Kreuz Dame. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und heute gemeinsam mit mir sticken möchtet. Das ist die 30. Stickzeit und ich möchte heute am Rose Tattoo sticken. Das Rose Tattoo ist ein Design von Heaven and Earth. Es ist von der französischen Künstlerin, deren Namen ich nicht aussprechen kann, aber ich glaube, sie heißt Sabine Rich. Kann jetzt natürlich komplett falsch sein, wie ich es ausgesprochen habe. Ja, das Design ist ein Mini, das heißt, es gibt auch noch eine größere Version davon. Und das Mini wird 347 Stiche hoch und 225 Stiche breit. Das sind insgesamt über 78.000 Kreuze. Auf der Website wird das Design mit 67 Farben angegeben, aber tatsächlich sind es nur 61 Farben. Ich sticke es auf 18 Count Aida auf einem Art vanillefärbigen Aida und gestartet habe ich das Muster bereits im Januar 2022. Also das ist eines meiner ältesten Projekte, an denen ich noch sticke. Ja, ich werde euch jetzt rechts einblenden, wie weit ich beim letzten Monatsupdate war. Also beim letzten Monatsupdate, wo ich daran gestickt habe, das war Oktober 2025. Also das ist schon ein gutes halbes Jahr her. Und ihr seht, wie weit ich bin. Also hier habe ich bis unterhalb des Kindes gestickt. Und ja, und heute werden wir daran weiter sticken. Ich zeige euch, wie weit ich bis jetzt gekommen bin. Und ihr seht, es ist schon ein bisschen was dazugekommen. Und zwar hier habe ich so circa 200, 300 Kreuze noch dazu gestickt, also unterhalb des Kindes. Und wir werden jetzt gemeinsam hier rechts weiter sticken. Ich sticke wie üblich im Block, also im 10×10 Block. Und ja, dann kann es auch schon losgehen. Noch ganz kurz, aktuell bin ich über 40%. Das heißt, es sind über 31.000 Kreuze bereits gestickt. Ja, ich bereite wieder alles vor und wir sehen uns gleich wieder. Ja, jetzt kann schon losgehen. Ich habe mir wieder meinen Stickrahmen eingespannt. Und ich hoffe, ihr seht natürlich wieder den Pattern Keeper eingeblendet, wie üblich. Ich markiere gleich das erste Symbol und da habe ich einen gebarkten Faden. Das ist die 3779. Also schnell einfädeln. Ja, ich sticke bei dem Projekt ja mit CXC-Garn. Das ist ja etwas fluffiger als DMC oder auch das Garn von Painting Fairy Cross Stitch. Und wie schon gesagt, ich sticke da auf 18 Count auf einem vanillefärbigen Aida. Ich muss ein bisschen verrutschen. So. Ja, da haben wir einen kurzen Faden. Schauen wir mal, wie weit wir tatsächlich kommen. Es sind in dieser Farbe doch einige Kreuze zu sticken. Ja, das Rose Tattoo, ein sehr altes Muster, also sehr alt, damit meine ich, ich habe schon vor langer Zeit angefangen. Und aktuell, jetzt kann ich ja nachschauen, ich habe ja den Pattern Keeper daneben, aktuell bin ich bei 40,81%. Das entspricht 31.866 Kreuzen. Also noch nicht einmal die Hälfte. Und das, obwohl ich es schon im Januar 2022 gestartet habe.
Aber ich habe ja auch noch Projekte, die sind noch viel älter. Also viel. Ähm, Ich glaube, die habe ich 2021 gestartet. Also diesen AIDA-Stoff habe ich, glaube ich, damals bei AliExpress bestellt. Und der ist sehr, ja, sehr steif. So, die ersten 4 Kreuze. Dann geht es nach unten weiter. Ja, ich sticke eigentlich zurzeit nicht so gerne an dem Projekt, also habe eigentlich wenig Lust daran zu sticken, aber ich habe es mir ja im Rahmen des letzten Monatsupdates mit meinem Glücksrad erdreht und die Vorgabe ist, mindestens einen Faden oder besser gesagt mindestens einmal in der Hand gehabt zu haben, das Projekt. Das war jetzt nicht ganz deutsch. Also nochmal von vorne. Also meine Vorgabe, also meine persönliche Challenge ist ja, das erdrehte Projekt mindestens einmal in der Hand gehabt zu haben und daran gestickt zu haben oder eben einen Faden lang daran zu sticken. Ja, und wie gesagt, ich habe mir dieses Projekt erdreht. Ja, es ist jetzt nicht unbedingt das, was ich momentan sticken möchte, aber ein paar Kreuze habe ich schon daran gestickt. Also im Prinzip habe ich das Soll schon erreicht und könnte auch schon aufhören an diesem Projekt. Aber ich dachte mir, ein paar Kreuze mehr können nicht schaden an diesem Projekt, da es ja schon ein sehr altes Projekt ist, wird es ja wirklich schon Zeit, dass endlich ein bisschen Fortschritt daran gemacht wird. So, ich streiche kurz ab. Da oben noch eines. Und dann werde ich noch diese 3 darunter sticken und dann den Faden vernähen, denn mehr geht sich jetzt nicht aus. Also ich sticke in diesem Fall auch das einzelne als Kreuz im nächsten 100er Kästchen daneben mit, denn das sind ja zusammenhängende Kreuze und da möchte ich ein einzelnes Kreuz nicht übrig lassen. Außer der Faden wäre natürlich zu kurz, dann ist es ja auch nicht anders möglich. Dann muss ich sowieso neu einfädeln. So, ich beende wie üblich mit dem Pin Stitch. Der Pin Stitch hält wirklich bombenfest. So, ja, das ist die letzte gemeinsame Stickzeit vor dem Monatsupdate. Dann ist schon wieder das Monatsupdate fällig, also die Zeit rast dahin. Also diese 3 Kreuze habe ich noch gestickt. Und dann gehen wir wieder nach oben und schauen uns die nächste Farbe an. Das ist die 950. Auch da habe ich einen gepackten Faden. Einen Moment, ich trinke nur noch einen Schluck Kaffee. So, da haben wir nur mehr ein ganz kurzes Stück, also das wird sich auf jeden Fall nicht ausgehen, alles damit zu sticken, aber ein paar Kreuze gehen sich auf jeden Fall aus mit der 950. Ja, bald das Monatsupdate. Darauf freue ich mich ja immer besonders. Zum einen zeige ich ja gerne, was ich geschafft habe jetzt im Monat,
aber zum anderen schaue ich auch gern die Monatsupdate meiner YouTube-Kollegen an. Da gibt es ja wirklich immer ganz, ganz tolle Projekte zu sehen, was natürlich auch gefährlich ist, denn das verleitet dann immer wieder zu einem Neukauf und zu einem Neustart. So, 3 Kreuze, mehr geht sich tatsächlich jetzt nicht aus mit diesem kleinen Stück Faden. Und wir werden wieder den Pinstitch setzen, besser gesagt, ich werde den Pinstitch setzen und den Faden beenden. So, also 3 Kreuze abzeichnen. Nein, das ist falsch. So, 3 Kreuze. Dann werde ich mir gleich die Farbe 950 wieder raussuchen. Und dann geht es gleich weiter in dieser Farbe. So, meine Nadel. Ich zeige euch kurz meine Garnkarten wieder. Also ihr kennt sie schon. Ganz einfach Plastik-Garnkarten, wieder mit Etiketten und beschriftet mit der DMC-Nummer. Also so mache ich eigentlich alle meine Garnkarten. Ich brauche dazu eigentlich keine Symbole auf den Garnkarten, denn wenn ich mit dem Pattern Keeper sticke, dann sehe ich ja rechts oben gleich eingeblendet, welche DMC-Nummer ich benötige. Und ja, ich sticke nach DMC-Nummern, das ist für mich einfach das Einfachste. Gut, dann geht es weiter mit der 950. Da gibt es ja einiges jetzt zu sticken in dieser Farbe. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Bei den Monatsupdates. Ja, wie gesagt, ich schaue auch gerne die Monatsupdates von meinen YouTube-Kollegen. Die haben wirklich, wirklich tolle Projekte. Es gibt ja die YouTuber, die hauptsächlich große Projekte sticken und auch Full Coverage, also Vollbilder sticken, also so wie ich. Und dann gibt es ja noch die anderen YouTube-Kollegen, die eher kleinere Motive sticken. Also keine Vollbilder, sondern eben nur kleine Motive. Ja, ich schaue beides gerne. Also die mit den großen Bildern und die mit den kleinen Projekten. Obwohl ich selbst, ja, bin jetzt nicht der Fan so von diesen kleinen Projekten. Aber ich schaue es mir absolut gerne an, aber ich selber möchte das nicht sticken. Also ich sticke doch lieber an den großen Projekten, also hauptsächlich eben an diesen Bildern. Wobei ich mich ja immer wieder frage, vielleicht könnt ihr mir das ja beantworten, was macht man mit all diesen kleinen ja, Figuren oder Häuschen oder Bäumchen, ja, was so gestickt wird. Also ich weiß nicht, wozu man das verwenden kann, oder wird es dann, nachdem es fertig ist, einfach nur abgelegt. Also ich tue mir da ein bisschen schwer, da ich wirklich nicht weiß, wozu ihr das dann verwendet, wenn es fertig ist. Denn im Gegensatz zu meinen Projekten sind die anderen Motive, also diese kleinen Motive, natürlich viel, viel schneller gestickt. Und dadurch häuft sich natürlich dann mehr an. Es gibt auch mehr Finishes natürlich. Aber was macht man damit? Das würde mich mal interessieren. Also wenn ihr dazugehört zu denjenigen, die sehr viele kleine Motive stickt, dann schreibt mir doch mal in den Kommentaren, was ihr dann damit macht, wenn
das Motiv fertig gestickt ist. Ja, wie gesagt, ich sticke am liebsten Vollbilder, am liebsten große Vollbilder. Dadurch gibt es natürlich auch viel weniger Finishes auf meinem Kanal. Mich persönlich stört das ja eigentlich nicht, denn ich habe es ja schon öfters erwähnt, ich bin jetzt nicht so der Finisher, sondern ich sticke halt einfach irrsinnig gerne, wobei es mir da eher um den Fortschritt geht, als um ein Finish. Ja, so. Da werden wir dann, Moment, ich muss kurz abstreichen, was wir schon gestickt haben. Genau. Und dann sticken wir nach rechts unten weiter. Ja. Und noch einmal, ich sehe, ich habe da zwischen die Fäden gestochen, also nicht richtig. So, nochmal von vorne. So, jetzt ist es richtig. Ja, ein altes Projekt und so wie ich gerade gesagt habe, es wird auch Zeit daran ein bisschen Fortschritt zu machen, aber ein Finish ist da natürlich auch nicht in Sicht und wahrscheinlich wird es noch sehr lange dauern, bis ich tatsächlich ein Finish habe. Ja, und dann hoffe ich natürlich, wie schon in den letzten Videos erwähnt, dass ich mir den Neustart erdrehe. Ich habe wirklich, wirklich große Lust, endlich etwas neu zu starten. Also nicht, dass es unbedingt notwendig wäre. Ich habe wirklich genug angefangene Projekte, aber ja, jeder Sticker oder Stickerin weiß, wie gern man einen Neustart macht. Ja. Und ich wechsle ja wirklich sehr oft die Projekte, also ich brauche diese Abwechslung und daher ist es wirklich schon Zeit für einen Neustart. So, ich muss dann wieder abstreichen. Das haben wir und nach unten gestickt. Wir haben schon 33 Kreuze mit zusammengestickt. Aber jetzt ist, das geht natürlich ein bisschen flotter, wenn ich nicht so oft die Farbe wechseln muss, also das Garn wechseln muss, sondern wenn man alles in nur einer Farbe sticken kann. Also nochmals würde ich diesen Stoff jetzt nicht wählen. Er ist, obwohl er mittlerweile schon so alt ist, also gestartet Januar 2022, noch immer sehr hart und sehr steif. Also, ja, ist nicht so ganz mein Fall. Und ganz ehrlich, bei einem Vollbild braucht man auch nicht wirklich einen bunten Stoff, beziehungsweise also eine andere Farbe als wie weißen Stoff, denn ja, man sieht ja sowieso im Endeffekt nichts von dem Stoff, außer man würde noch einen Rand lassen, dann natürlich, dann sieht man etwas vom Stoff, aber ansonsten ist es tatsächlich nicht notwendig, auf einen bunten Stoff zu sticken. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht oder ich habe es nicht bedacht. Also gewusst habe ich es schon, aber einfach nicht bedacht und wollte diesen vanillefärbigen Aida unbedingt haben und auch darauf sticken.
und habe ihn dann mit diesem Projekt angefangen zu sticken. Und ja, wie gesagt, nochmals würde ich ihn nicht bestellen. Ich glaube, ich habe noch einen in meinem Lager, auch in dieser Farbe. Ja, der liegt, wie gesagt, schon 4 Jahre auch im Lager. So, wieder ein paar Kreuze dazu gekommen. Ja, am Heaven and Earth Soul sticke ich ja nach wie vor und den habt ihr ja in der letzten gemeinsamen Stickzeit gesehen. Da habe ich ja schon tolle Fortschritte gemacht, aber da habe ich trotzdem immer das Gefühl, dass ich etwas ins Hintertreffen gekommen bin, aber eigentlich sollte das nicht sein, denn ich sticke ja meine vorgegebene Stichanzahl, also die 242 Kreuze, sticke ich eigentlich fast immer und meistens sogar etwas mehr, aber gefühlsmäßig kommt es mir so vor, als wenn das nicht ganz stimmen kann. Moment, mein Faden hat sich irgendwo verheddert. So, er hat sich nur verdreht, der Faden. Ja, ich habe es jetzt nicht nochmals durchgerechnet beim Heaven and Earth Soul, ob das jetzt alles stimmt oder nicht stimmt, aber irgendwie, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin etwas hinten angekommen. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber sonst läuft es eigentlich recht gut mit dem Soul. So, 45 Kreuze bereits gestickt. Das heißt, ich sticke jetzt nach unten und dann nach links und werde links unten meinen Faden backen. Im Kästchen darunter. Ja, ich hoffe, es geht allen gut. Ich habe jetzt die letzten Vorbereitungen getroffen, denn mein Mann hat Geburtstag. Und also Vorbereitungen. Ich habe Vorbereitungen für sein Geschenk getroffen, denn sein Geschenk wird ein Kurzurlaub werden. Und zwar in der Heimat, also in Österreich, ein Kurzurlaub. Und zwar im Herbst dieses Jahres. So ist der Plan. Werden wir dann ja in ein Hotel fahren, also wo man sehr gut wandern kann, aber auch Wellness dabei ist. Also so eine Mischung aus Wander- und Wellnesshotel, und dort werden wir dann einige Tage verbringen. Ja, das ist das Geschenk, das er zu seinem Geburtstag von mir bekommt. So, ich habe gepackt und ich streiche ab. Gut, dann kommen wir zur nächsten Farbe. Auch da gibt es einen gepackten Faden, die 758. Und da werde ich nur die 2 Kreuze sticken. Das andere ist mir schon zu weit zum Springen, denn ich springe wirklich maximal ja, 5, 6 Kästchen und da am liebsten nach unten und nicht zur Seite. Was einfach daran liegt, wenn ich nach unten springe, ziehe ich ja den Faden hinten gerade nach unten
und das gibt dann auch ein schönes Bild noch auf der Rückseite. Wenn ich jedoch zur Seite springe, muss ich den Faden quer über die Rückseite ziehen und das ist dann nicht so schön. Also wie gesagt, ich vernähe lieber öfter und setze neu an, als dass ich springe. Mich stört das auch nicht. Ja, am Anfang war das etwas gewöhnungsbedürftig. So, ich rutsche nur nach. So, das heißt, wir haben 2 Kreuze gesetzt. Dann werde ich den Faden auf die Garnkarte geben, die 758. So, ja, tatsächlich gibt es hier nur 61 Farben, daher habe ich nur 3 volle Garnkarten und eine Garnkarte mit einer einzigen Farbe. Also das ist durchaus überschaubar mit 61 Farben. Gut, schauen wir uns die nächste Farbe an. Da haben wir 4 Kreuze zu sticken und dann kann ich wieder unten den Faden backen. Das ist die 951. So, meine Nadel. Ja. Ja, und dann zum Geburtstag nochmal zurückzukommen, dann habe ich auch noch etwas anderes für meinen Mann gekauft, denn er hat mir einmal vorgeschlagen, dass wir so eine Art Weltkarte kaufen und dort unsere Länder, die wir bereits bereist haben, ja, eintragen oder markieren oder wie auch immer. Und dass ihm so etwas gut gefallen könnte und ja, dass wir uns das dann an die Wand hängen. Ja, und da habe ich mir gedacht, das ist ja gleich ein schönes Geburtstagsgeschenk und habe dann auf Amazon eine Weltkarte gefunden. Also da gibt es ja mehrere, nicht nur eine Weltkarte, sondern wie gesagt, eine Weltkarte, wo man die Länder, die man bereist hat, frei rubbeln kann. Also die Idee gefällt mir recht gut. Das hat so in etwa Postergröße. Also ich glaube, es ist 68 mal 43 cm groß. Also das könnte man dann ja aufhängen in einer Posterschiene. Und dann kann man die Länder freirubbeln. Und was noch dabei ist, es sind auch die jeweiligen Flaggen des Landes zum Freirubbeln. Ja, das habe ich auf Amazon gefunden. Und da habe ich so einen Doppelpack sozusagen gekauft. Also einmal diese Weltkarte, die ich gerade euch erzählt habe. Und zum anderen dann auch noch eine Europakarte, wo die europäischen Länder detailliert darauf sind, also ein bisschen größer. Und auch die kann man frei rubbeln. So, ich verrutsche heute ständig. Irgendwie ist meine Konstruktion nicht so toll. So, ich zeichne wieder ab. Wir haben unten gebackt und 4 Kreuze dazu von der 951. Dann geht es zur nächsten Farbe. Ihr seht, es ist doch einiges an Konfetti. Dann haben wir die 3064, ein Braunton. Ich habe da 2 kurze Fäden. Die könnte ich versticken hier. Also jeweils 2 und 2 Kreuze. Also ihr seht in der Kamera, es ist ein kurzer Faden.
Das heißt, ich werde jetzt die oberen 2 Kreuze in dieser Farbe sticken, der 3064. So, eingefädelt. Ja, ich beginne wie üblich mit dem Loop Start. Also sofern ich keine Mischfarbe habe, ist mir das am liebsten mit dem Loop Start anzufangen und beenden wie üblich mit dem Pin Stitch. Geht hervorragend auf 18 Count zu machen. So. Ja, das Garn, das merkt man schon deutlich, dass es fluffiger ist. Es ist auch etwas schwieriger zum Einfädeln in den 28er Nadeln, weil es einfach ein bisschen dicker ist als DMC-Garn oder das von Painting Fairy Cross Stitch. So, 2 Kreuze gesetzt mit dem Mini-Faden. Ich bin schon wieder ein bisschen verrutscht. Entschuldigt, heute hält meine Konstruktion nicht so gut, obwohl ich sie wie üblich gemacht habe, also den Stickrahmen hier am Tisch befestigt habe. Dieses Projekt habe ich ja im Q-Snap und der Q-Snap passt leider nicht in meinen Tischstickständer. Leider. So, 2 Kreuze gestickt. Dann daneben haben wir die 3859. Nochmal ein Braunton. So, die Nadel. Ja. Und nach dem Geburtstag meines Mannes hat dann im Mai, und zwar ganz genau genommen am 15. Mai, mein kleiner Kater Geburtstag. Also der feiert seinen 13. Geburtstag. Da gibt es dann wieder ein paar Leckerlis zu seinem Geburtstag. Aber Anfang Mai muss ich ihn auch wieder mal entwurmen. Also wir haben jetzt dieses Entwurmungsmittel besorgt, das kaufen wir, also wir kaufen es nicht, sondern wir holen uns da ein Rezept in unserer Tierklinik. Denn dieses Entwurmungsmittel erhält man in der Apotheke nur nach einem Rezept von einem Tierarzt. Ja. Und wie gesagt, und die verschreiben das dann eigentlich nur, wenn sie das Tier auch mal sehen. Also einmal im Jahr sollte man dann auch vorbeikommen zu einer Untersuchung. Dann wird dieses Entwurmungsmittel auch verschrieben. Denn heute hat er auch wieder eine Maus mit nach Hause gebracht, also auf die Terrasse. Das ist so sein Ort, wo er die Mäuse immer ablegt. Und ja, da er jetzt mit seinen fast 13 Jahren noch immer sehr aktiv ist, ist es schon wichtig, dass er auch entwurmt wird. Und das werde ich dann Anfang Mai machen. Also das Entwurmungsmittel ist so eine Paste, die er aufschlecken kann. Also funktioniert etwas einfacher als mit den Tabletten und vom Geruch her ist das ziemlich neutral. Das heißt, so würde er diese Paste nicht aufschlecken, weil sie scheinbar nach nichts riecht.
aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Schleck-Snacks, also diese flüssigen Snacks. Und wenn ich da ein bisschen etwas drüber gebe über diese Entwurmungspaste, dann schlägt er das gleich alles auf. Und ja, also diese Entwurmungspaste muss man zweimal hintereinander verabreichen, also an 2 Tagen. Und dann ist die Entwurmung abgeschlossen. So, wir haben das nächste fertig, also markiere wieder darunter und abstreichen. Ja, 65 Kreuze schon gemeinsam gestickt. Was wäre das nächste? Auch da haben wir einiges. Das ist die 3772. Auch ein Braunton. Also sehr viel Braun. Ja, das ganze Bild besteht ja hauptsächlich aus rot-rosa Brauntönen. Ja, im Gesicht ein bisschen, ja, auch das ist ein rosa Ton, ein ganz heller rosa Ton. Ja, wie gesagt, es sind nur 61 Farben, aber trotzdem doch einiges an Konfetti. Aber das ist ja sehr häufig es ist immer bei den Designs von Heaven and Earth, dass sie viel Konfetti haben, aber ganz einfach, damit auch diese Muster wirklich schön rauskommen. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass ich da hauptsächlich große Bilder sticke, also diese sogenannten fotorealistischen Motive sticke ich eigentlich sehr gerne, aber sie brauchen halt ihre Zeit. Dafür braucht man wirklich viel Geduld, denn so auf die Schnelle ist natürlich das Bild nicht fertig. So. Also das hier dürfte die Schulter sein, beziehungsweise der Nacken sein, wo ich gerade daran sticke. Ich glaube, wenn ich diese Stickzeit dann beende, werde ich auch nicht mehr daran weiter sticken. Also ein paar Kreuze sind dieses Monat gesetzt. Es zählt halt zu den Motiven, wo ich weniger daran gestickt habe. Aber ich kann euch versprechen, es sind andere Projekte dabei, wo ich über 1000 Kreuze gesetzt habe. Also mal abgesehen natürlich vom Heaven and Earth Soul, denn da sind es ja mehrere 1000 Kreuze, die ich gestickt habe. Gut, den Faden wieder darunter gebackt. Also das ist dann der 4. schon Faden, den ich gebackt habe. So, 71 Kreuze geschafft. Ja, dann glaube ich, werde ich das Ganze beenden. Ein bisschen was haben wir noch gemeinsam daran gestickt. Ja, leider, wie gesagt, verrutscht immer wieder meine Konstruktion. Ja, also wie gesagt, 71 Kreuze. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart bei dieser Stickzeit. Wir sehen uns dann, ja, nächsten Freitag ist ja Monatsupdate-Zeit. Also dann sehen wir hoffentlich uns beim Monatsupdate wieder mit dem Glücksrad. Ich bin natürlich auch gespannt auf eure Monatsupdate, sie zu sehen, was ihr geschafft habt in diesem Monat. Und dann wünsche ich euch wie immer noch eine schöne Zeit. Wir sehen uns in ein paar Tagen beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.